Ja, sei gerade gesagt, da kommt er schon, der LKW. Da fährt halt einfach mal ein motorisierter Strohballen herum. Das sind richtig geile Fehlzündungen mit Flammen. Boah, haha. Ja, ich fahre jetzt hier eine schöne Küstenstraße entlang. Geht gerade ein bisschen bergauf. Ja, mit einem richtigen Moped natürlich richtig auf Spaß. Und die Straßen sind nicht ganz so gut, aber das hat man in Italien oder so auch oft. Oder Griechenland. Warm ist es vor allem. Na, hier hat es dann so ungefähr 32, 33 Grad. In Hoi An hat es dann sogar bis 35 Grad. Hui, ja. Ja, ist echt eine schöne Küstengegend hier. Und so abseits von den ganzen Ortschaften, glaube ich, gibt es auch richtig schöne Strände. Ja, schaut toll aus. Das ist jetzt gerade voll das Kurvengeschlängel. Also die gute, ausgebaute Highway Nummer 1 ist es so jetzt nicht mehr. Weil da ist vorhin noch so praktisch eine Autobahn abgezweigt vom Highway Nummer 1. Und das ist, glaube ich, so dann diese QL1A. Und der Highway 1 geht dann so über eine Autobahn erstmal weiter. Glaube ich. Also ich hoffe, ich bin noch richtig unterwegs. Ja, schnell vorwärts kommen tut man nicht. Es sind ja nur Kurven hier. Und dem Moped hier übertreibe ich es nicht so. Weil Kurven sind halt doch meistens das Gefährlichste, wenn da irgendwas liegt. Oder ein LKW auf deiner Spur entgegenkommt. Ja. Aber auch landschaftlich ist es sehr schön. Ja, sei gerade gesagt, da kommt er schon, der LKW. Gut, Kamera läuft noch. Eieiei, sitzen sehr unbequem. Ich muss also die Beine ab und zu mal ausstrecken und bewegen. Ich hoffe, dass es bald wieder normal weitergeht auf dem Highway 1. So, dann erkläre ich es mal kurz. Hier auf dem Highway ist es so, das heißt, der Standstreifen ist für die, übrigens sind da gerade irgendwelche Ernten, wahrscheinlich Reis oder so. Genau, der Standstreifen ist für die Mopeds und andere langsame Fahrzeuge gedacht. Schöne Landschaft eigentlich. Da so mit Felsen drin, Bäumen. Schön. Genau, die zwei anderen Spuren sind dann für die großen Fahrzeuge, also Autos, LKW, Busse. Und die Mopeds, die dürfen den Standstreifen eben aus ihren Streifen verlassen zum Überholen und so. Zumindest auf die eine Spur. Weil letztendlich kann man hier fahren, wie man will. Hoppala, hoppala. Ja, die LKWs fahren meistens ganz links. Also echt fast immer links, die LKWs. Das heißt, die muss man dann rechts überholen. Ja, und es kommt halt auch oft, eigentlich ständig, kommt einem auf der Standspur hier, auf der kleinen Mopedspur, die ist 1,5 Meter breit oder vielleicht 2, kommt einem ständig jemand entgegengefahren. Zum Teil sogar nachts ohne Licht fährt dir halt irgendeiner entgegen. Ja, weil das ist diese Mittellinie und die wollen ja nicht extra da einen Umweg fahren, sondern fahren halt da kurz ein Stück zurück und so. Ständig. Oder steht irgendwas da, so wie jetzt. Ja. Muss man sich einfach anpassen. Da fährt halt einfach mal ein motorisierter Strohballen herum. Ha! Der hat ja ungefähr 1 Dutzend Vogelkäfige hinten drauf, inklusive Vögeln. Ja, bist du deppert. Da quälen sich die Brummis den Berg hinauf. Manche schleichen halt richtig. Wieder links und rechts überholt. Und jetzt geht's bergab. Ja,
schon ziemlich krass, wenn man so Schilder sieht. Hanoi noch 1052 Kilometer. Oh, da habe ich noch was vor mir, aber natürlich nicht heute. Bei Ho Chi Minh City, ich glaube, da waren es 1600 oder so. Wir tun da auf meiner Fahrspur immer irgendwas trocknen. Immer auf meiner Fahrspur. Wisst ihr, was das ist? Breiten es einfach aus. Lassen es wohl in der Sonne trocknen. Die ganze Straße lang. Und hier ist die Kleine im Arm und schläft während der Fahrt. Die Palmen werden jetzt schon wieder etwas mehr, wenn wir schon beim Meer sind. Ich fahre gerade wieder Richtung Meer. Dann mache ich mal Mittag. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Oh, 3 Uhr. Machen wir endlich Mittag. Frühstück habe ich um 7. 2 Bananen dabei und ein bisschen Erdnüsse. Das reicht erstmal und dann gibt es abends wieder was Gescheites in Hoi An. Da habe ich mal aufs Wetter geschaut, vorhin nochmal bei der Tankstelle. Und in Hoi An hat es 36 Grad. Super! Ja, besser als Regen, oder? Ja Mann, Rennen gegen Porsche Cayenne! Keine Chance. Und da ist es wieder, das Meer. Wunderschön. Ja, der Sprit kostet hier übrigens ca. 80 Cent pro Liter. Finde ich eigentlich für so ein Land relativ viel. Ja, hier sind jetzt einige Reisfelder, so wie das ausschaut. Aber schaut sehr schön aus. Ja, es ist jetzt kurz nach 20 nach 4. Die Sonne wird in 2 Stunden untergehen. Ich habe noch gut 2,5 Stunden vor mir. Passt also genau. Ach, schön. Schöne Farben. Schönes Grün. Ich heize hier den Highway entlang. Da kann man jetzt natürlich einige Lieder singen dazu. I wanna highway to hell. Highway to hell. Zum Beispiel. Oh, hier ist mal wieder voll die Hölle los. Ich fahre schon seit Ewigkeiten jetzt durch Ortschaften durch. Bis Hoi An sind es nur noch 90 Kilometer. Das Ende ist in Sicht. Jo, Navi ist an. Es sind nur noch 53 Kilometer. Und ich werde gleich die AH1, den Highway Nummer 1 verlassen. Richtung Hoi An. Moped hat jetzt fast 450 Kilometer super durchgehalten. Motor sippt auch nimmer. Ja, passt eigentlich soweit. Noch eine Stunde. Dann sind wir endlich da. Fast noch im Hellen geschafft. So, was haben wir jetzt hier auf der Uhr? 10 vor 6, 10 vor 7 sind wir da. Wenn nichts mehr schief geht. Natürlich. Hallo. Hier gibt es ein paar schöne weiße Dünen. Bin ich leider schon fast vorbei. Ja, hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen. Ganz weißer Sand. Ja. Und wir fahren dem Sonnenuntergang entgegen. Ich hätte mir am liebsten vom Hotel aus angeschaut. Ich habe mir ausgesucht, das Duncans Hotel oder so ähnlich. Und das hat recht gute Bewertungen. Es hat eine super Lage, nur 400 Meter von der Altstadt entfernt. Zum Strand muss ich fahren, 4 Kilometer oder so. Aber ich werde, wenn dann nur einmal überhaupt zum Strand gehen, bin ich lieber, da sind so mal die heißen Dünen, bin ich lieber etwas näher an der Altstadt dran. Da kann ich zu Fuß in die Altstadt gehen. Ich muss nicht ständig mit dem Motorrad hinfahren und einkaufen oder essen.
man kann auch mal zu Fuß gehen. Da sind echt überall Friedhöfe in diesen Dünen. Überall. Da überall lauter Grabsteine. Bei uns sind die Friedhöfe ja irgendwie eingezäunt eigentlich. Hier ist irgendwie alles offen. Das ist jetzt schon seit Kilometern ständig alles Friedhöfe hier. In Deutschland regt man sich ja auf, wenn jemand bei Dämmerung mal ohne Licht fährt. Hier ist es ganz normal. Wieder Friedhof. Es war hier anscheinend mal zweispurig. Erst drüben ist die andere Seite gewesen. Das ist hauptsächlich Feldweg. Ich weiß nicht, vielleicht wurde es zurückgebaut wegen der AH1, von der ich ja jetzt schon abgezweigt bin. Ich glaube, da gibt es einen Vergnügungspark. Ja, es sieht echt aus wie so ein Vergnügungspark. Da hinten, ganz hinten sehe ich so ein großes Hotel. Ich glaube, hier sind so die ganzen feinen Resorts und so weiter. Ein riesiger Motorradparkplatz. Ah, das sind Boote. Leuchtende Boote. Und wieso parkst du da jetzt? Sprung. Ah, Wasserrutschenpark sehe ich da. Aber der ist jetzt nicht mehr in Betrieb, nicht beleuchtet. Das werdet ihr jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Wie heißt der Schmarrn? Winpearl Namhörn, irgend sowas. Schön. Das sind richtig geile Fehlzündungen mit Flammen. Ja, Mann. Boah, haha. Haut richtig die Flammen raus. Nicht, dass es mir die Tasche verkokelt. Sind wir bald da. 7,3 Kilometer, 12 Minuten. Es kommt da anscheinend, oh, eine Brücke. Sieht aus wie eine Brücke, eine hohe. Über 7 Brücken musst du gehen. Ja, muss da irgendwo rechts drüben der Strand sein, glaube ich. Wo ich vielleicht auch mal hinfahren werde. Oder da vorne ist er, keine Ahnung. Ich sehe ja nichts. Ja, Mann! Ah. Ja, das ist Heuan bei Nacht. Und ich bin jetzt gleich beim Ziel. 190 Meter. Links oder rechts? Keine Ahnung. Hui, hui, hui. Oh, sehr schön hier. Ah. Ich bin irgendwie da. Yeah! Da ist es. Wir sind da. Bongkan, die Case House.